Apple-Produktvideos sind immer wieder ein Highlight für die Augen. Daher wollte ich unbedingt ein weiteres Apple-Produktvideo nachmachen. Und dieses Mal geht es um das iPad Mini. Also legen wir direkt los und schauen mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Zuerst muss ich wie immer das Set vorbereiten. Dazu dunkle ich den kompletten Raum ab, indem ich die Fensterscheiben abdecke und die Seiten mit schwarzem Mullton auskleide. Da das iPad später noch in einem schwarzen Raum sein soll, habe ich noch den schwarzen Hintergrund aufgebaut. Damit ist alles perfekt für den Dreh vorbereitet. Für das Apple-Produktvideo brauche ich Aufnahmen von dem iPad Mini, wie es sich um sich selber dreht. Also wird es wieder Zeit für einen guten alten Freund, den elektrischen Drehteller. Das Problem daran ist nur, das iPad hochkant auf einem elektrischen Drehteller zu balancieren, wäre eine wackelige Angelegenheit. Deshalb habe ich mir noch mit einem 3D-Drucker einen Aufsatz für den Drehteller gedruckt. Der passt perfekt in diese runde Ausbuchtung und oben kann ich meinen USB-C-Adapter reinstecken. Darauf lässt sich ohne Probleme das iPad Mini raufstecken und ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, dass es beim Drehen umfällt. Der Kameraaufbau für dieses Produktvideo ist unglaublich simpel. Da die ganze Bewegung von dem Drehteller auskommt, kann ich meine Blackmagic SR Mini Pro G2 einfach auf ein Stativ stellen und fertig. Aber ich habe mich dazu entschieden, die Kamera um 90 Grad zu drehen. So kann das längliche iPad Mini von einer größeren Sensorfläche aufgenommen werden und ich bekomme hochauflösendere Aufnahmen. Und glaube mir, hier wird kein Pixel verschwendet. Das Licht wird nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil das Setting eher dunkel sein soll. Zuerst stelle ich 2 Diffusoren links und rechts neben dem iPad auf. Diese belichte ich dann von schräg hinten. So bekomme ich einen wunderschönen Verlauf auf das Produkt, wenn es sich dreht. Aber es wäre ja kein Apple-Produktvideo, wenn es nicht irgendwo diese typische Apple-Lichtkante auf dem Display geben würde. Deshalb klebe ich noch richtig professionell schwarzes Papier schräg auf einen Diffusor. Und zack, habe ich eine sehr elegante und hochwertige Lichtkante auf dem iPad. In 90% der Fälle sieht das iPad schon richtig gut aus. Nur die Vorderseite ist noch etwas zu dunkel. Daher platziere ich noch eine Flächenleuchte so über der Kamera, dass es gerade so nicht mehr in der Reflexion des Displays zu erkennen ist. Und zum Schluss helle ich mit einem weißen Blatt Papier noch die Unterseite des iPads auf, weil es nicht immer kompliziert sein muss. Damit ist das Setup eigentlich soweit ready. Auf dem iPad-Display habe ich noch ein grünes Bild mit Tracker-Markern anzeigen lassen. Das ist super wichtig, weil ich diese Aufnahme für mehrere iPads brauche, die alle einen unterschiedlichen Bildschirmhintergrund haben sollen. Und so kann ich später ohne Probleme in der Post einen eigenen Bildschirm auf das iPad setzen. Zum Schluss muss ich das iPad dann nur noch einmal von Staub befreien, den Drehteller anmachen und die Aufnahme starten. Und mit diesem Setup brauche ich dann nur noch einen Haufen unterschiedlicher Perspektiven und Rotationsachsen vom iPad Mini. Also mache ich mit der Kamera aus verschiedenen Höhen eine Aufnahme. Mit weiteren 3D-gedruckten Aufsätzen oder anders improvisierten Hilfsmitteln kann ich das iPad noch in verschiedenen Winkeln aufnehmen. Damit habe ich bereits 93,75% der Aufnahme im Kasten. Oder mit anderen Worten, eine Aufnahme fehlt mir noch. Dazu möchte ich das iPad flach auf einer spiegelnden Oberfläche platzieren. Und normalerweise nimmt man dafür eine relativ große Fläche. Aber ich bin zu faul, um das komplette Set deswegen umzubauen. Daher nehme ich einen dünnen Streifen Plexiglas, der ganz bestimmt nicht einfach nur ganz oben in der Krabbelkiste lag, und lege ihn auf den schwarzen Molton. Zum Schluss erzeuge ich dann noch mit einer kleinen Flächenleuchte eine elegante Lichtbewegung auf dem Produkt. Und damit ist auch die letzte Aufnahme fertig. Hallo? Wer ist da? Oh mein Gott, du bist es wirklich. Verdammt. Was? Okay, hör mir einfach zu. Ich bin du. Ich kann das gerade nicht erklären, aber du musst mir unbedingt helfen. Warum? Weil wir beide in Gefahr sind. Hör zu, ruf diese Nummer nie wieder an. Nein, bitte nicht. Spinner. Apple-Produktvideos sind immer unglaublich auf die Musik abgestimmt. Und es hat doch nur lächerliche 4 Stunden oder so gedauert, bis ich das perfekte Musikstück gefunden habe. Jetzt muss das Musikstück nur noch auf 20 Sekunden gekürzt und die wichtigsten Momente daraus markiert werden. Und schon kann es mit der ersten Einstellung losgehen. Zuerst schneide ich das Material so, dass es sich perfekt loopen lässt. Dann muss nur noch
mal eben schnell das iPad Mini ausmaskiert werden. Und damit habe ich schon ein iPad Mini, was sich im Nichts dreht. Super aufregend. Der größte Elefant im Raum ist aber noch das Display. Das sieht natürlich noch katastrophal aus. Daher tracke ich zuerst einmal den Bildschirm, also verfolge die Bewegung des Displays nach. Und dank der Tracker-Marker funktioniert es ohne Probleme. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Als nächstes wird noch das Grün aus dem Bildschirm gekeyt. Dadurch erhalte ich ein transparentes Display, was mir dabei hilft, die Lichtkante super realistisch einzubauen. Zum Schluss müssen dann nur noch die Tracker-Marker wegretuschiert werden. Und bada bing, bada boom, so einfach habe ich ein perfektes iPad, was ich weiter animieren kann. Na, wenn das mal nicht extrem sexy ist. Okay, also muss als nächstes das iPad im Raum animiert werden. Zuerst passe ich die Geschwindigkeit des iPads so an, dass es passend zum Takt bestimmte Rotationen macht. Dann animiere ich die Position, Rotation und Skalierung des iPads so, wie es sich im Raum bewegen soll. Und weil ich das Display sowieso schon ausgetauscht hatte, wollte ich passend zum Beat den Bildschirmhintergrund wechseln lassen. Und exakt das gleiche muss ich noch für ein paar weitere iPads machen, bis es so aussieht, als würden sie sich in der Mitte sammeln. Das Problem daran ist nur, dass alle iPads irgendwie gleich aussehen. Daher tausche ich zuerst einmal überall den Bildschirmhintergrund aus. Zusätzlich färbe ich aber noch die Rückseite mit unterschiedlichen Farben ein. Da gibt es nur das klitzekleine Problem, dass es das iPad Mini nur in 4 Farben gibt. Was aber leider nicht ganz reicht. Daher nehme ich einfach frecherweise noch das Blau von dem iPad Air 2022. Ich hoffe einfach mal, dass es keiner merkt. Ganz zum Schluss fehlt mir aber noch ein Logo. Also animiere ich mal eben schnell das iPad Mini Logo und lasse es sich im Hintergrund aufbauen. Und zum Schluss habe ich noch kleine Reflexionen auf dem iPad erstellt. Es kommt eben auf die Details an. Tatsächlich muss ich nur noch exakt dasselbe für alle anderen Einstellungen einmal machen. Nur müssen die iPads auseinanderfliegen. Eine kleine zusätzliche Besonderheit möchte ich noch am Anfang einbauen. Das Thema dieses Produktvideos sind die unterschiedlichen Farben. Daher lasse ich für die iPads am Anfang noch so Regenbogenfarben über die Rückseite auftauchen. Damit die Farben aber noch besser hervorkommen, passe ich das Material einmal im Color Grading an. Das Color Grading ist eigentlich relativ simpel. Die Farben sollen realistisch dargestellt werden und trotzdem soll eine dunkle und kontrastreiche Stimmung erzeugt werden. Und jetzt zum Schluss fehlt eigentlich nur noch ein ganz besonderes Extra, nämlich Lensflares. Ganz viele Lensflares. Und so sieht das fertige Produktvideo im Apple-Stil aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir, wie du ganz einfach Schritt für Schritt Produkte perfekt belichtest. Ich hoffe, wir sehen uns da dann